Willkommen zu einem neuen Video aus dem Walzwerk in Hockenheim. Mein Name ist Markus Walz und in dem heutigen Video besprechen wir eigentlich eines der am meisten diskutierten Themen überhaupt. Das merken wir unter anderem daran, dass wir diesbezüglich eine Menge E-Mails bekommen. Es geht um die Basisfahrzeuge bzw. die Spenderfahrzeuge, die wir für unsere Bikes benötigen, die BMWs, und die jeder Selbstschrauber natürlich für sein eigenes Projekt benötigt. Da bekommen wir, wie gesagt, immer viele E-Mails. Manche schicken Bilder mit, fragen uns, ob das Motorrad in Ordnung ist, ob man das so kaufen kann und so weiter. Das geht natürlich alles nicht per E-Mail oder übers Telefon oder mit ein paar Fotos. Grundsätzlich ist es so, dass wir alle Spenderfahrzeuge komplett blind kaufen. Wir kaufen zwischen 120 und 150 Fahrzeuge im Jahr, europaweit. Und die sehen dann so aus wie die Fahrzeuge, die hier stehen. Wir halten immer eine Anzahl von 80 bis 90 Fahrzeugen lagernd, sodass wir da ein knappes Jahreskontingent immer vorhalten, sodass wir da nie in Not kommen. Das heißt, wir haben draußen 2 Sprinter stehen, damit sind 2 Fahrer eigentlich permanent unterwegs und sammeln die Motorräder europaweit immer ein, die wir dann zuvor immer online kaufen. Wir haben ja auch Suchanfragen bei Kleinanzeigen stehen. Das heißt, wir bekommen auch immer wieder Kaufanfragen von Witwen, wo der Mann gestorben ist und so weiter, wo Sammlungen aufgelöst werden und größere Motorradmengen angekauft werden. All das machen wir, und damit ihr da ein bisschen einen Überblick bekommt, beziehungsweise damit ihr wisst, auf was ihr schauen müsst oder was ihr unbedingt unterlassen müsst, worauf ihr besonders achten müsst, haben wir hier jetzt mal eine Kaufberatung zusammengestellt, die eigentlich all das umfasst, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch ein Spenderfahrzeug für euer Projekt kauft. Grundsätzlich ist es so, dass wir 3 verschiedene Modelle als Basis verwenden. Wenn man da jetzt mal chronologisch das auflistet, dann ist es die Twin-Shock. Und wir verwenden ausschließlich Twin-Shock-Modelle von 1980 bis 1984. Denn vor 1980 wurden ATE-Schwingbremssättel verwendet. Das ist der größte Schrott. Die Motorräder, die wir kaufen, das ist jetzt so eine Twin-Shock beispielsweise, das ist eine R100 RT, die hat schon die Brembo-Anlage. Das heißt, das ist schon ein Modell ab Baujahr 1980. Also das sind die Twin-Shocks. Dann gibt es die Monolever-Modelle. Das sind eigentlich 99% der Motorräder, die wir hier umbauen, sind Monolever-Modelle. Das sind alles Monolever-Modelle, mit der Ausnahme der hier. Und es gibt noch die Paralever-Modelle. Das sind die Nachfolgemodelle der Monolever-Modelle. Aber davon bauen wir so gut wie gar keine, vielleicht mal eine. Beziehungsweise das ist ein Basismodell für unsere Explorer-Serie. In dieser Kaufberatung hier geht es vorrangig um die Monolever-Modelle. Wie gesagt, das sind 99% der Motorräder, die wir hier bauen. Und das ist auch das Motorrad, das sich am stilechtesten und am ästhetischsten umbauen lässt. Und trotzdem noch mit der Einarmschwinge, die ja damals wirklich ein Novum war. Lange bevor Ducati eine Einarmschwinge ins Programm nahm. Trotzdem stilecht aufbauen lässt sich die Motorräder, beziehungsweise immer noch klassisch, im klassischen Look. Und wie gesagt, deswegen beschränkt sich diese Kaufberatung ausschließlich auf die Monolever-Modelle. Wir schwenken vielleicht nachher mal auf die Twin-Shock-Modelle, aber wir werden definitiv nicht die Paralever-Modelle ins Visier nehmen. Es sind, wie gesagt, die Monolever-Modelle. Jetzt gehen wir mal hier raus. Die Motorräder, die hier in Reihe stehen, sind immer die Motorräder übrigens, die kommen von draußen rein. Die werden nach und nach reingeschoben. Hier hinten ist der Zerlegeplatz. Das bedeutet, da ist ein Mitarbeiter, der macht nichts anderes, wie die Motorräder zerlegen und die Bauteile sortieren. Die Bauteile, die wiederverwendet werden, und die Bauteile, die entsorgt werden. Entsorgt werden in der Regel die Verkleidungsteile, die Plastikteile, die Sitzbänke und so weiter. Wir haben da einen Aufkäufer, der kauft das alles auf. Aber da gibt es keine Reichtümer dafür.
Und wie gesagt, die Motorräder, die hier stehen, die gehen dann hier vorne rum und hier hinten in die Zerlegeabteilung. Und die Motorräder, die wir hier stehen haben, hier auf dem Grundstück, haben wir in der Regel immer so 40 Motorräder stehen. Hier draußen stehen auch noch welche. Die Motorräder, die wir kaufen, haben die unterschiedlichsten Zustände. Vom Sammlerzustand, so wie die beiden R100 RT hier, bis hin zu 4 Wochen im Neckar gelegen, wie die hier. Also da gibt es von allem was. Oder schaut euch mal das an hier jetzt, wie das Motorrad. Das ist da erinnere ich mich noch dran, das ist ein Fahrzeug, das stand auf dem Bauernhof draußen. Ich glaube, über 12 Jahre stand das im Freien. Guckt mal hier, hat erst 67.000 Kilometer. Das nehme ich dem Motorrad auch ab, wenn man die Bremsscheibe anschaut. Aber ist natürlich ein Fall für einmal komplett revidieren. Und wie gesagt, so sind die Zustände von den Motorrädern. Die liegen alle so zwischen 2.000 und 2.500 Euro im Ankaufspreis für die R80. Noch ein wichtiger Punkt, die ganzen, ihr seht, bei vielen Motorrädern oder bei den meisten Motorrädern sind Koffer drauf. In der Regel hat jedes Motorrad Koffer, so wie die blaue hier auch. Die bekommt ihr eigentlich noch gut verkauft. Da gibt es für so einen Koffersatz 150, 200 Euro, wenn sie gut erhalten sind. Es gibt Touring-Koffer, Classic-Koffer und so weiter. Ist unabhängig oder ist abhängig davon, welches Modell das ist. Also wir verkaufen die immer komplett als Pack, 100 Koffer zum Paketpreis. Also das könnt ihr auch wieder mit in euer Refinanzierungsprogramm mit aufnehmen. Dazu muss man sagen, als wir begonnen hatten, 2013 war das, mit den BMW-Umbauten, da hatte ich Motorräder gekauft, tatsächlich, aus erster, zweiter Hand, 30.000, 40.000 Kilometer für 1.200, 1.400 Euro. Das ist heute nicht mehr denkbar. Die Hochzeiten wurden dann natürlich erreicht in der Corona-Zeit. Da haben wir tatsächlich Motorräder gekauft aus 10. Hand mit 300.000 Kilometer für 4.500 Euro. Aber die Zeiten sind zum Glück auch wieder schon vorbei. Aktuell ist es so, dass wir Motorräder unabhängig vom Zustand und unabhängig von der Laufleistung so zwischen 2.000 und 2.500 Euro kaufen. Und das sind in der Regel immer die R80-Modelle. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Details, beziehungsweise worauf ihr alles achten müsst, müsst ihr euch vorab, wenn ihr so nach einem Motorrad Ausschau haltet, grundsätzlich im Klaren sein, erstens über euer Budget natürlich, das entscheidet, worauf ihr achten müsst, wenn ihr die Motorräder kauft. Und natürlich, was es zum Schluss werden soll. Cafe Racer, Roadster, was auch immer. Da komme ich aber später nochmal dazu, welches Motorrad sich dafür, welche Modellreihen sich dafür am besten eignen. Aber wir beginnen jetzt mal mit der wie soll ich es nennen, mit der Grundausstattung bzw. mit dem Grundmotorrad an sich. Es gibt eine R80 und eine R100. Die Monolever-Baureihe gab es auch noch als R65, aber die verwenden wir überhaupt nicht. Wir verwenden R80 und R100, also mit 800 Kubik und mit 1000 Kubik. Jetzt ist es so, die meisten von euch oder die meisten Motorräder, die wir verkaufen, die haben alle 1000 Kubik. Da wird man jetzt denken, okay, dann nimmt man am besten eine R100. Die hat schon fertige 1000 Kubik. Das ist auch korrekt, wenn man so denkt. Aber was zu bedenken ist, im Prinzip die R80, die hat 50 PS serienmäßig und die R100, die hat 60 PS. Wenn man jetzt hergeht und eine R80 nimmt und einen 7-Rohr-Kit daran verbauten Power-Kit, den 1000 Kubik Power-Kit, dann hat das Motorrad auch 1000 Kubik, hat aber 68 PS. Wenn man jetzt noch einen Satz Dell'Orto-Vergaser mit dazu verbaut, dann ist man schon bei über 70. Und die Preisdifferenz von der R80, von der R100, macht praktisch zwischen 500.000 Euro je nach Zustand. Und das ist eigentlich mehr oder weniger der Power-Kit bzw. der 1000 Kubik-Kit. Also das ist ein wichtiger Tipp, eine wichtige Empfehlung. Unabhängig, ob ihr eine R80 oder eine R100 wollt, ich würde immer eine R80 kaufen und die dann mit einem R100-Kit bzw. mit einem 1000 Kubik 7-Rohr-Kit upgraden. Da habt ihr am Ende mehr davon, als wenn ihr nur eine R100 kauft. Grundsätzlich ist das die erste Überlegung. Das heißt, wenn ihr schon mal schreibt oder wenn ihr schon mal euch zusammengeschrieben habt, was es werden soll,
dann könnt ihr euch da schon mal drauf versteifen, sage ich jetzt mal, oder darauf konzentrieren, dass ihr ausschließlich nach R80 sucht. Also wie gesagt, so machen wir es. Wenn wir größere Mengen aufkaufen, dann ist auch mal eine R100 dabei, so wie die hier. Oder wir haben gerade letztens, können wir gerade mal kurz gucken, Marleen, die stehen hier am Eck. Da hatten wir direkt 2 R100 RT Classic gekauft. Das sind eigentlich Sammlermotorräder, diese hier. Das sind diese grauen. Erkennt man immer daran, die nennen sich R100 RT Classic. Hier kann man sehen, gab es nur eine bestimmte Stückzahl. Ist ein Sammlermotorrad und ab und zu sind auch mal diese Motorräder dabei, wenn wir ganze Sammlungen kaufen. In der Regel ist es dann so, dass wir die Motorräder so aufbauen, dass der Motor auch bei der R100 bleibt. Dann hat das Motorrad schlussendlich nur 60 PS in Anführungszeichen. Aber es macht keinen Sinn, eine R100 zu nehmen und da dann den 7-Ruck-Kit drauf zu bauen. Das würden wir nicht machen. So, also wie gesagt, also wenn ihr euch da mal im Klaren drüber seid, ob es eine R80 oder eine R100 wird, dann könnt ihr das schon mal vorab sortieren. Prinzipiell müsst ihr natürlich euch auch über die Budgets im Klaren sein. Wollt ihr die Motorräder für relativ wenig Geld aufbauen? Das heißt, soll der Motor neu gemacht werden? Soll das Getriebe überholt werden? Das Hinterachsgetriebe und so weiter? Das sind ja alles Kosten, die sich am Ende summieren. Also die Motorräder, wie ich vorhin angesprochen hatte schon, die wir kaufen, die kaufen wir alle blind, weil für uns ist es nicht wichtig, ob die Motorräder 20.000 Kilometer haben oder 300.000 Kilometer. Uns ist es auch nicht wichtig, ob die Maschinen einen Vorbesitzer haben oder 20 Vorbesitzer. Das, was die Maschinen sein müssen, sie müssen unfallfrei sein. Das ist das einzigste Kriterium, das die Motorräder, die wir ankaufen, erfüllen müssen. Das ist aber nur bei uns so. Bei euch, ihr müsst natürlich ein Stück weit anders denken. Und wie ich eben gerade angesprochen habe, wenn ihr sagt, okay, wir möchten den Motor nicht revidieren, dann müsst ihr natürlich nach dem Fahrzeug schauen, das eine relativ geringe Laufleistung hat und, wenn möglich, einen gepflegten Gesamtzustand hat, wo der Motor vielleicht jetzt nicht ausgebaut werden muss ins Getriebe und so weiter. Das ist natürlich alles eine Preisfrage. Wenn ihr Motorräder kaufen möchtet, die diese Kriterien erfüllen, was ich jetzt eben gesagt hatte, eine geringe Laufleistung, vielleicht noch wenige Vorbesitzer, gepflegter Zustand, dann müsst ihr ungefähr so 3.000 Euro rechnen für eine R80 aktuell. Und wenn nicht, spart ihr euch einen Tausender und kauft für 2.500 ein Motorrad mit, was weiß ich, 120.000 Kilometer, das eben nicht so gepflegt ist wie jetzt das Motorrad. Das ist ein gutes Beispiel hier. Die hat sicherlich weit über 100.000 Kilometer. Und das Motorrad daneben natürlich jetzt direkt der krasse Gegensatz. Man sieht es am Motor, das ist ein richtig gepflegtes Motorrad. Ich gucke jetzt gerade mal schnell, wie viele Kilometer die hat. Ja, das Motorrad hat 42.000 Kilometer hier jetzt. Das nimmt man dem auch ab, wenn man den Motor sieht. Und hier wird natürlich schon einmal rum gewesen sein. Das Motorrad hat 15.000 Kilometer. Ich gehe mal davon aus, das ist 115 oder 215.000 Kilometer. Und wie gesagt, die Preisspanne zwischen den beiden Motorrädern ist ungefähr 1.000 Euro. Da müsst ihr abwägen. Da braucht ihr halt den Motor nicht machen. Also was man immer machen muss oder was ich immer machen würde, sind die Köpfe, unabhängig von der Laufleistung. Die würde ich mal überprüfen, Ventile nachschleifen und so weiter. Das würde ich auf jeden Fall machen. Man muss aber nicht die Zylinder runter machen und man muss auch nicht das Kurbelgehäuse öffnen und Kurbelwelle wuchten und so weiter. Das gleiche gilt übrigens auch für das Getriebe und das Hinterachsgetriebe. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, es gibt Motorräder ohne Verkleidung. Das sind die normalen R80. Und es gibt die Motorräder mit der Vollverkleidung hier vorne. Die rote und die weiße. Und da ist auch ein ganz guter Unterschied zu sehen. Die rote ist eine R80 RT, also eine Touring. Und die weiße ist eine R100 RS. Das war damals tatsächlich, das RS stand für Rennsport oder für Rennstrecke. Da gibt es verschiedene Meinungen. Und ist ein bisschen flacher gehalten, aber am Ende fliegt die Verkleidung eher auf den Müll. Deswegen spielt es keine Rolle, ob es eine RT oder eine RS ist. So,
ich besonders Wert drauf legen würde, wenn ich mir so ein Motorrad für mich privat kaufen würde oder privat aufbauen würde, ist die Bremsanlage. Die Maschinen gab es serienmäßig bei der R80 mit einer Bremsscheibe. Wir gucken gerade mal, wo das ist. Hier vorne haben wir es gerade. Das ist jetzt eine normale R80. Übrigens auch relativ geringer Kilometerstand, 37.000 Kilometer das Motorrad hier. Und wenn man jetzt schaut, das ist eine Bremsscheibe hier vorne und daneben eine R80 mit einer Doppelbremsscheibe. Also ich würde immer gucken, das ist auch, sorry, da wurde das Rad umgedreht. Das nebendran hier ist das Beispiel ersichtlich, das ist eine Doppelscheibenbremse. Also da würde ich immer gucken, dass es eine Doppelscheibenbremse ist, wenn ihr die Motorräder kauft, weil man kann die Bremsanlage nachrüsten, die zweite. Ihr seht, bei den Tauchrohren ist die Halterung schon mit dabei oder ist schon mit angegossen und es ist auch schon die Aufnahme für die zweite Bremsscheibe hier vorgesehen. Das heißt, ihr braucht in der Regel dann eine zweite Bremsscheibe, einen zweiten Bremssattel und hier oben braucht ihr eine andere Handbremspumpe mit einem größeren Kolben, damit die beiden Bremssättel dann auch bedient werden können. Deswegen, das kostet alles Geld, wenn ihr das im Nachhinein kauft oder bei eBay Kleinanzeigen oder wo auch immer. Deswegen vielleicht vorab gucken, da gibt es eigentlich keine Preisunterschiede. Wenn die Motorräder Einscheibenbremse oder Doppelscheiben haben, im Prinzip ist es den Besitzern damals egal gewesen. Deswegen spiegelt sich das auch nicht im Verkaufspreis. Also das ist ein Fakt, wo ich immer drauf gucken würde, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Ein weiter wichtiger Punkt, und da reden wir auch wieder über richtig Geld, ihr müsst, wenn ihr die Motorräder begutachtet oder anschaut, in die Tanks reinschauen. Ich sag mal, zu 70% sind die Tanks okay, aber 30% sind wirklich Schrott. Das sieht man hauptsächlich unten an der Unterkante. Lass uns gerade mal gucken, wo ein Motorrad ist, wo keine Verkleidung hat. Hier vorne bei der silbernen hier. Da, wo die Tanks am ehesten rosten, ist in der Regel immer die Unterkante hier. Da rosten sie da, wo die Tanks zusammengeschweißt sind. Und das kann man ganz gut überprüfen mit der Handy-Taschenlampe. Macht er den Tankdeckel auf und guckt rein. Und das seht ihr eigentlich, also wenn sie richtig durchgerostet sind, dann seht ihr das schon von unten, dann seht ihr die Rostblasen schon von unten. Aber schaut mit einer Lampe rein. Wenn ihr keine Handy-Taschenlampe habt, nehmt eine kleine Taschenlampe mit, wo ihr mit den Dingern in den Tank reinleuchten könnt und schaut auf den Tankgrund. Die Tanks sind in der Regel so rotbraun beschichtet, serienmäßig. Und da seht ihr schon, wenn es da gammelt. Denn wenn der Tank richtig vergammelt ist, dann kann man ihn zwar reparieren mit Schweißen und so weiter, aber da wird die Brühe teurer wie die Brocken. Also das Schweißen ist nicht unerheblich, wenn man den Tank von unten schweißt. Oder ihr müsst euch nach einem gebrauchten Tank umschauen. Und da liegen wir preislich bei gebrauchten Tanks zwischen 800 und 1000 Euro derzeit, bei Monolever-Tanks. Wir haben da schon ziemlich früh vorgesorgt. Und zwar hatten wir von BMW, ich glaube, es war vor 3 oder 4 Jahren, brandneue originale Tanks gekauft. Originale Monolever-Tanks. Ich glaube, es waren im ersten Mal, glaube ich, 30 Tanks, im zweiten nochmal 25. Und für all die Motorräder, die wir kaufen, bei denen der Tank durchgerostet ist, weil wir reparieren die nicht, der Aufwand ist zu groß. Und gebrauchte Tanks, wie gesagt, liegen so um 800 bis 1000 Euro. Da müsst ihr gucken. Also das ist auch ein wichtiges Bauteil, das ihr unbedingt überprüfen solltet. Und wenn man jetzt sich darüber jetzt schon mal alles im Klaren ist und die Komponenten begutachtet hat, die ich jetzt eben genannt habe, das sind eigentlich schon mal so die wichtigsten, geht es natürlich dran, wie läuft das Ding. Ich meine, man kann sich ja, wie bei jedem, ob es ein Auto ist oder ein Motorrad, anhand von den TÜV-Berichten beziehungsweise von den Werkstattberichten oder Werkstattrechnungen nachvollziehen, ob die Laufleistung stimmt. Das sind alles analoge Taros. Wenn man da den Taro wegmacht und 20.000 Kilometer ohne Taro fährt, dann merkt das natürlich keiner. Haben wir ja bei den Mofas und bei unseren ersten Motorrädern nicht anders gemacht.
Also das müsste man dann schon ein bisschen die Historie nachschauen, ob das alles passt, wenn man sich nicht die Mühe machen möchte, den kompletten Motor neu aufzubauen. Wie gesagt, wenn ihr darüber nachdenkt, einen Motor mit einem 7-Rock-Kit aufzubauen und vielleicht noch das ein oder andere Tuning-Bauteil wie Dell'Orto-Vergaser und so weiter, dann ist das wirklich sekundär, weil der Motor kommt raus, Getriebe auch, und dann wird das alles komplett neu gemacht. Also wir können die Motoren und die Getriebe zu uns bringen. Wir bauen die natürlich komplett neu auf. Also genauso wie sie auch hier verbaut sind an den fertigen Motorrädern, komplett schwarz beschichtet. Hier jetzt natürlich mit einem roten Ventildeckel. Das wird natürlich dann schwarz werden für die normalen Motorräder. Und das machen wir dann gerne, können wir euch gerne ein Angebot machen. Und da wird dann alles komplett neu gemacht. So, und bei der Monolever-Baureihe ist es ja so, wie der Name schon sagt, das Motorrad hat hinten nur ein Federbein. Jetzt kann man gucken, ich meine, das ist das Erste, was man eigentlich an dem Motorrad ändert, das Federbein hinten. Der Name Gummikuh kommt ja daher, dass die Dinger wie ein Gummiband hoch und runter gehen, wenn man Gas gibt bzw. bei Last wechseln. Mit unseren Fahrwerksteilen, also Federbeinen und Gabeln, eliminieren wir das zum größten Teil. Das heißt, die Charakteristik der ursprünglichen Gummikuh wird damit tatsächlich komplett geglättet. Das Motorrad fährt sich viel neutraler und viel sauberer. Ein wichtiger Grund hierfür ist auch die gekürzte Gabel. Ihr seht, wie lang die Gabeln sind hier. Das ist ja, als ich noch Harleys gebaut habe, waren die Harley-Gabeln, die Chopper-Gabeln waren da kürzer wie die jetzt an so einem Tourenmotorrad. Also wir kürzen die Gabeln mindestens immer um 100 Millimeter, bei den Kaffee-Racern um 120 Millimeter. Das macht eine Menge aus. Deswegen, wenn ihr euch die Fahrzeuge anschaut, ihr könnt drüber schauen, aber es ist jetzt nicht wichtig, ob die Gabel-Simmerringe verschlissen sind oder ob hinten das Federbein nachfedert, weil es ausgeleiert ist. Ich meine, die originalen Federbeine, das sind ja mehr oder weniger nur 2 Stangen und eine Feder. Ne? Also das kann man beim besten Willen nicht drin lassen, wenn man sich so ein Motorrad umbaut. Das heißt, das sind Bauteile, die obligatorisch sind, die man obligatorisch neu kaufen muss. Also das ist ein Aspekt, wo ihr vielleicht nicht so drauf achten müsst. Stichpunkt Refinanzierung. Also wenn ihr so ein Motorrad jetzt kauft, wie das hier jetzt, wie eine normale R80, und ihr baut die um. Es gibt verschiedene Bauteile an dem Motorrad oder verschiedene Komponenten. Wenn man die abbaut, kann man die noch gut bei Kleinanzeigen verkaufen. Dazu gehören die Instrumente beispielsweise, die Serieninstrumente. Dazu gehören die Handarmaturen und die Griffe und die Schalter. Vorausgesetzt, ihr baut andere Schalter dran. Ansonsten müsst ihr gucken, dass die natürlich in Ordnung sind. Dann werden die beibehalten. Aber das sind alles Dinge, die ihr wieder bei eBay verkaufen könnt. Auspuffanlagen, Seitendeckel, Sitzbänke, da gibt es nicht mehr dafür. Ihr könnt es reinsetzen in die eBay-Kleinanzeige. Vielleicht findet ihr da gerade jemand, der jetzt speziell in der Farbe, mit dem Design so einen Seitendeckel sucht. Dann habt ihr Glück gehabt, dann gibt es für so einen Seitendeckel vielleicht einen 100er. Aber im Endeffekt könnt ihr da ein Stück weit schon das Ganze refinanzieren. Das gleiche übrigens auch bei den Bing-Vergaser. Wenn ihr plant, auf Dell'Orto-Vergaser umzubauen, für die Bing-Vergaser, da gibt es immer 300-400 € bei Kleinanzeigen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr darauf achtet, das sind jetzt eigentlich die wesentlichen Punkte bei so einem Motorrad. Und natürlich auch wie gesagt, wenn die Optik passt, beziehungsweise wenn die Motorräder gepflegt sind, kann man ja schon ein bisschen Rückschluss ziehen, wie mit den Motorrädern umgegangen wird. Und da müsst ihr schon ein Stück weit Gefühl dafür entwickeln. Oder nehmt jemand mit, der sich damit auskennt. Aber ich denke, das, was ich jetzt angerissen habe, sind die wichtigsten Punkte. Also nochmal kurz im Überblick. Die Doppelscheibenbremse müsst ihr gucken, dass das Ding habt. Der Tank muss rostfrei sein und ihr müsst danach gucken oder ihr müsst entscheiden, ob ihr eine R80 wollt oder eine R100. Meine Empfehlung ist die R80, 7-Rock-Kit drauf, Dell'Ortos drauf, habt das 70 PS. Das Ding, das hat einen Drehmoment, das funktioniert, das ist standfest. Gibt mittlerweile ein paar Anbieter, die auch 1000 Kubik Kits anbieten, aber ich würde immer auf einen 7-Rock-Kit
zurückgreifen, weil das ist bewertet. Eigentlich keine Ahnung, wie viel von den Dingern der Jochen schon verkauft hat. Aber ich glaube, so viel Motorräder gibt es gar nicht, wie der Power Kids verkauft hat. Ja, aber das macht er ja schon ewig. Genau, also das sind die 3 wichtigsten Punkte. Wenn ihr da danach schaut, dann passt es auch. Jetzt noch mal ein kurzer Ausflug zu den Twin-Shock-Modellen. Da werden wir auch immer gefragt, weil die Monolever-Modelle mit den Monolever-Felgen lassen sich ganz easy auf Speichenräder umbauen. Da nehmen wir Paralever-Narben, ändern die Paralever-Narben ab und dann kann man da klassische Speichenräder drauf bauen. Bei den Twin-Shock-Modellen ist es nicht ganz so einfach. Da gehen wir gerade noch mal da vorne hin. Hier haben wir übrigens eine Twin-Shock mit den von mir vorhin angesprochenen Schwingsätteln, ATE-Schwingsätteln. Da sind auch die Tauchrohre anders. Also davon würde ich die Hände weglassen. Also wie gesagt, das sind alles Motorräder vor Baujahr 80. Da würde ich gar nicht danach schauen, wenn ihr unbedingt wenn es unbedingt eine Twin-Shock sein soll, wie die hier jetzt. Und bei der Twin-Shock sind es die gleichen Merkmale, wie ich vorhin gesagt habe. Schauen, dass der Tank in Ordnung ist, gucken, dass das Ding Doppelscheibe hat, aber mit Brembo-Bremssätteln. Und ein ganz wichtiger Faktor bei den Twin-Shock-Modellen, gab es auch nur bei den Twin-Shock-Modellen, ist die hintere Bremsanlage. Die hintere Bremsanlage hatten nur die RS-Modelle. Ich glaube, die R100 RT-Modelle hatten sie auch. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die RS-Modelle haben auf jeden Fall die hintere Bremsscheibe. Das ist was, wo viele möchten, dass hinten eine Bremsscheibe ist, so wie vorne, weil die Monolever gibt es nur mit Trommelbremse hinten. Das heißt, wenn ihr euch für eine Twin-Shock interessiert, dann würde ich schon gucken, dass es eine RS ist mit einer Bremsscheibe hinten. Wie gesagt, ab Baujahr 80 mit den Brembo-Bremsanlagen vorne. Und das finde ich geil, das Raddesign, das Schneeflocken, so wird es umgangssprachlich genannt, das Schneeflockendesign. Das sind so angedeutete Kreuzspeichen, aber in der Alu-Optik oder im Alu-Druckgussverfahren hergestellt. Das gibt es nur bei den Twin-Shock-Modellen. Also es gibt ja viele, die sagen, ich hätte gerne einen Monolever, aber mit den Felgen, das geht aber nicht, das ist technisch nicht möglich. Deswegen, wenn jemand so Felgen möchte, dann muss er auf jeden Fall zu einer Twin-Shock greifen. Die Preise für Twin-Shock-Modelle sind ähnlich wie die für die Monolever-Modelle, teilweise sogar ein bisschen günstiger. Aufgrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, die Monolever-Modelle sind die begehrteren Modelle, speziell was die Umbauten betrifft. Wenn man es jetzt aus Sammlersicht sieht, so wie jetzt das Motorrad, das ist ein Ersthandmotorrad mit dem Erstlack noch und so weiter, dann spielt natürlich das in einem ganz anderen Bereich. Da kommt es darauf an, dass das Motorrad so original wie möglich ist und der Zustand so original wie möglich ist. Aber das ist ja in unserem Fall nicht relevant, weil wir die Motorräder ja nicht sammeln, sondern weil wir sie umbauen. Genau, also das war ein kurzer Ausflug noch zu den Twin-Shock-Modellen. Ansonsten habe ich euch alles gesagt. Vor allem, ich meine, das sind natürlich auch Kleinigkeiten, wo man vielleicht nicht bedenkt. Die Ventildeckel, das sind beim Sturz oder wenn das Motorrad umfällt, ist das Erste, was Bodenkontakt hat, sind die Ventildeckel. Also da muss man sich dann schon mal kurz nach unten bücken und gucken, ob die Dinger hier unten angeschliffen sind. Das sind meist Indikatoren, dass das Ding entweder umgefallen ist oder im Zweifel sogar gestürzt ist. Das sieht man ja an den Schleifspuren. So ein Deckelsatz, der kostet 300 €, glaube ich. Das ist jetzt nicht die Welt, aber das muss ja nicht sein, wenn man jetzt von vornherein sieht, dass das Ding ungepflegt ist oder beziehungsweise umgefallen ist. Undichtigkeiten am Motor und so weiter, bei den Modellen, sowohl bei den Twin-Shock als auch bei den Monolever-Modellen, ist in der Regel an dem Zylinderfuß oder hier oben Ventildeckel und Zylinderkopf. Gleiches gilt übrigens beim Getriebe, da müsst ihr euch unten drunter schauen. Getriebe hat manchmal oft Ölverlust am Kardanaustritt oder wo der Leerlaufschalter sitzt. Wenn es nur der Leerlaufschalter ist, dann ist es ein Sendartikel.
Da braucht er einen neuen Leerlaufschalter bzw. eine neue Dichtung und dann ist das Ding wieder dicht. Aber das seht ihr alles, wenn ihr euch unten drunter legt. Alles Dinge, die relativ schnell behoben werden können. Ich denke, das war's. Wenn ihr sonst noch Fragen habt oder wenn ich jetzt vielleicht was vergessen habe, wenn man das jeden Tag macht, dann schaut man da ja nicht so intensiv, wie wenn man da jetzt zum ersten Mal so ein Motorrad kauft. Also wenn ihr wirklich Fragen habt, wenn ihr seht bei YouTube, wir beantworten wirklich jede Frage. Das heißt, wenn ihr Fragen dazu habt oder jetzt nicht spezifisch darauf eingegangen wurde, stellt einfach gerne die Fragen. Wir beantworten sie gerne. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr euch so ein Motorrad kauft. Die Teile gibt es bei uns im Online-Shop, das wisst ihr. Motoren könnt ihr bringen zum Umbauen oder zum Überholen, Getriebe und so weiter, das wisst ihr auch. Wie gesagt, bei Fragen unten in die Kommentare. Ansonsten war's das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war ein bisschen informativ. Und damit sage ich Tschüss aus dem Walzwerk in Hockenheim.